Schönen guten Morgen zusammen. Uiuiuiui. Wir haben hier heute so eine kleine Warnung. Es geht um das, wie bleibt mir mein Geld treu? Oder wie schaffe ich es, meine Finanzen auf Dauer für mich gut auszulegen? Und wie bleibe ich damit so unabhängig wie möglich? Das ist möglicherweise auch so ein Tag, wo man drüber nachdenkt, in welchen Bereichen man irgendwie abhängig ist. Das kann auch zum Beispiel von Emotionen von anderen sein oder man macht sich Gedanken, wie die Kinder ihr Leben finanzieren oder wo man da noch ein bisschen was unterstützen könnte, wo Kreisläufe sind, wo man sich im Kreis dreht, wo vielleicht auch Süchte aller Art mitspielen. Für mich ist dieses, was sich zum Beispiel emotional abhängig zeigt, manchmal auch so diese Sucht, gebraucht zu werden von anderen. Ne? Ja, dieses Helfersyndrom oder so. Aber zunächst mal geht es um dein eigenes und dann geht es um die anderen. Und da darf man mal auf Kreisläufe gucken, die sich hier so eingeschlichen haben oder wo irgendetwas noch in uns schlummert, das sich zeigt. Auf der ganz weltlichen Ebene geht es einfach darum, wie mache ich das, dass mein Geld mir verbindlich treu bleibt. Wir haben schicksalshafte Einflüsse und wir haben auch einen schicksalshaften Joker im Ärmel. Das ist schon mal gut. Das heißt, irgendwo gibt es einen Weg, den wir noch nicht bedacht haben oder eine Situation, die beeinflusst wird von außen, bei der wir mit etwas konfrontiert werden, wo wir sagen, okay, der Weg klappt nicht, ich nehme den und unterm Deck liegt noch die Fülle an sich. Die Fülle und die Freiheit, das ist genau das, was im Gegensatz hier steht, ne? Weil wenn ich irgendwo gebunden bin oder mir viele Gedanken mache oder unabhängig bin, dann bin ich eben nicht in Freiheit mit meinen Fülle-Gedanken. Um das geht es hier. So, was ist mir hier rausgefallen? Fokus. Hier geht es darum, fokussieren, fokussieren, fokussieren. Möglicherweise kriegt man hier auch irgendwoher einen Ratschlag von jemandem, dem man vertraut oder auch eine Lösung, die auf Weitsicht ausgelegt ist. Also dass man nicht immer wieder das Gleiche hat oder nicht immer wieder das Gleiche denkt, sondern dass man seinen Fokus drauf legt, dass man das zukünftig mal beständig regeln kann. Ja, und dann kommt so hier der Zwiespalt. Ne? Einerseits denkt man, wie schaffe ich das, dass meine Gelder mir treu bleiben, dass ich auf längere Frist versorgt bin. Andererseits sagt hier die Karte, gönn dir mal ein bisschen Luxus, ne? Sei mit dir selbst im Reinen, sei dir selber treu, das tut deiner Seele auch gut. Geh mal in die Stille. Und hier geht es auch an alle die, die beruflich selbstständig sind, dass da Erfolge kommen, die in Freiheit und Fülle führen oder halt auch Aufträge, bei denen man beständig sein Geld generieren kann. Und mit dem Joker, dem schicksalshaften Joker im Ärmel, ist es sowieso perfekt. Eine Sache, wo ich denke, so, ne, Fülle bedeutet schon auch Freiheit. Klar sagen wir alle immer, wie soll ich nennen, Geld macht nicht glücklich, das vielleicht nicht, aber es gibt ein Stück Freiheit, wenn man weiß, dass man versorgt ist.
Man kann hier nochmal überlegen, wo man die Maßstäbe auch erhöhen kann, wo man sich nicht mit dem Wenigen zufrieden gibt. Das ist nämlich auch sowas, wo sich dann langsam einschleicht, dass man denkt, okay, ich habe alles, was ich brauche, mehr brauche ich nicht. Und das kommt sich vielleicht manchmal in die Quere, weil im Prinzip brauchen wir immer von allem das, was nötig ist und auch den Luxus, den man haben kann. Selbst wenn du das unterdrückst, irgendwann kommt es hoch. Ja, und es geht um die Reparatur des Herzens und es geht auch um Weitergeben von den Energien, die damit zu tun haben, dass man regeneriert. Um die gute Absicht auch, etwas Gutes zu tun. Und anscheinend hat man hier auch gerade den goldenen Finger. Jedes Projekt, das man beginnt, wird zu Gold. Super. Ja, die Karte sagt es eigentlich sehr genau. Glück liegt im Augenblick. Freiheit liegt auch irgendwo in dem Bereich, der für jeden anders definiert ist. Und Fülle auch. Aber wenn man das alltägliche kleine Glück nicht sieht, dann wird es eben schwierig, sich was Gutes zu manifestieren. Ich erinnere mal hier an diese Kerzen, das sind meine Lieblingskerzen. Ich mag jetzt hier den Namen nicht sagen, aber sie sind sehr teuer. Und ich gönne mir die immer im Herbst. Und zwar genau 2 Stück. Und die bringen mich dann immer über meine Lieblingsjahreszeit. Und obwohl ich die immer nur kaufe, wenn die 20% oder 30% günstiger sind, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich die kaufe. Obwohl sie mir viel mehr Wert geben als die Kosten. Ja? Und das sich selbst immer wieder kaputt zu machen und dem schönen Ding dann auch seinen Wert zu nehmen, da neige ich auch dazu. Also besonders bei Dingen, die eben auch viel kosten. Es ist ein Ritual für mich mit diesen Düften. Die Kerze duftet ziemlich gut und auch stark. Und auch so, dass du keinen Kopfweh davon kriegst, sondern es ist ein ganz angenehmes, dezentes Ding. Und das sind so Rituale, die macht man. Ne? Und vielleicht ist es auch wichtig, mal in sowas zu investieren. Ja, unten haben wir noch die Wünsche. Ne? Zweimal auch eine recht erdige Energie. Also es darf auch so sein, dass man sowas benutzt, um für sich einen guten Grund zu erschaffen. Ja, das macht mich sehr nachdenklich, dass ich mir zum Beispiel selbst das so selber immer wieder abspreche, aber ich übe ja auch viel an mir. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn diese Kerze kaufen könnte, nur als Beispiel, weil er sie sich unbedingt wünscht, dann würde ich es gern machen. Und genau um das geht es, ne? Okay, ihr Lieben, wir gucken mal, was das Vögelchen uns hier noch zwitschert. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte. Lerne immer wieder neue Dinge, behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Also man muss sich da auch selbst immer wieder die Zeit geben und auch die Achtsamkeit, das überhaupt zu bemerken, wie man selber mit dem Thema persönliche Freiheit und Fülle umgeht. Ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.